Hey, euer Doc ist wieder am Start mit einer neuen Folge und ich habe mir gerade die Stadia Pro vorbestellt. Die Konsole, oder stopp, den Konsolenkiller von Google, denn es gab jetzt eine Google Connect. Oder war es eine Stadia Connect? Auf jeden Fall gab es gerade einen Stream und Google hat alles über die Stadia auf den Tisch gelegt. Preis, Verfügbarkeit, Spiele, Voraussetzung deiner Internetleitung und. Das alles erfährst du jetzt von mir. Für die es nicht mitbekommen haben, Google hat ja letztens angekündigt, da habe ich eine Folge dazu gedreht, dass eine Art, ich sage jetzt einfach mal dazu, Konsole auf den Markt kommt. Aber viel geiler. Du benötigst keine Konsole mehr zu Hause, du musst nie wieder Spiele runterladen, nie wieder Updates ziehen, Patches oder sonst irgendwas. Und du kannst am PC anfangen zu spielen, du kannst am Fernseher anfangen zu spielen. Und wenn du dann gehst, kannst du einfach aufs Handy umschalten und kannst direkt weiterspielen. Du kannst theoretisch jeden Controller benutzen, eines Tages jedes Smartphone und eines Tages natürlich jedes Notebook, jedes Tablet und so weiter. Das Ganze funktioniert wie folgt, du kannst es dir wie Netflix vorstellen. Nein, eher sogar wie Amazon Prime, eher sogar wie die PlayStation Plus. Ja, was jetzt, Doc? Naja, ganz einfach. Du zahlst am Anfang, wie jeder so seinen Dienst startet, $9,99. Knapp $10. Google sagt, okay, dafür kriegst du 4K, 60 FPS, 5.1 Surround Sound, HDR, ein paar Games und ansonsten auf eine Spielbibliothek zugreifen und vergünstigte Spiele bekommen. Bedeutet, nicht alle Spiele werden immer kostenlos sein. Und es wird später auch noch einen Basic geben. Also eher wie eine PlayStation Slim und eine PlayStation Pro. Die Pro, mehr Leistung, mehr Möglichkeiten. Oder bei Netflix kann man ja auch so ein Abo buchen, wo man sagt, okay, jetzt kann ich mir 4K-Filme anschauen oder ich buche mir das günstige Paket und schaue halt nur Full HD an. Und so wird es auch bei der Stadia sein. Wenn du dir dann später die Basic buchst, kannst du dann Full HD und 30 FPS spielen. Ja, aber was für Spiele denn? Und die haben echt einiges vorgestellt. Baldur's Gate 3 haben die gezeigt. Das hat auf den ersten Blick sehr gut ausgeschaut, aber gut, was erwartet man von Trailern? Also die haben mehr Trailer gezeigt, nur von einem ganz kleinen Spiel, eine Ingame-Grafik. Assassin's Creed, FIFA, GTA 5, Tomb Raider, komplett Destiny 2. Es sollen in der ersten Phase 31 Games von 21 Entwicklern zur Verfügung stehen. Und du musst es dir so vorstellen, es ist wie eine PlayStation Plus Mitgliedschaft. Du bezahlst um die $10, also 9,99 € vielleicht auch dann später. Und dann hast du gewisse Spiele kostenlos, wahrscheinlich ähnlich wie Amazon Prime, wo gewisse Games kostenlos sind. Und alles andere musst du entweder zum vollen Preis oder zum Angebot dann kaufen. Crossplay soll auch unterstützt werden, vorausgesetzt die Spielentwickler sagen, okay, das Spiel soll es unterstützen. Exklusive Titel, natürlich, sagt Sony, Microsoft, Auch hier soll es bei Destiny die Möglichkeit geben, dass du deine Spielstände von den vorhandenen Konsolen portieren lassen kannst, aber Sony sagt auch momentan, Von daher, wir werden sehen. Ansonsten sagen die auch, eine Grundgeschwindigkeitsvoraussetzung, benötigst du eine Internetleitung, muss mindestens 10 Megabyte die Sekunde können für 720p und 60 FPS. 20 Megabyte die Sekunde für Full HD, HDR, 60 FPS und 5.1 Surround Sound. Und um wirklich alles in bester Qualität spielen zu können, benötigst du mindestens 35 Megabyte die Sekunde. Dann hast du 4K, 60 FPS und 5.1 Surround Sound. Du musst doch gar kein Abo-Modell abschließen. Du kannst auch sagen, nee, ich kaufe mir nur die Spiele, zahle nichts, ist auch okay. Hast aber halt dann nur Full HD und 30 FPS. Spielen wirst du bald können. Dazu benötigst du entweder den Chrome-Browser, den Chromecast und am Anfang den Controller von Google. Und die aktuellsten Pixel-Geräte funktionieren momentan. Also Smartphones sind nicht auf allen, aber soll dann bald kommen. Und jetzt kommt die Founder Edition, die vorherige Zugangsedition, kannst 3 Monate vorher spielen, jetzt ab November. Die habe ich mir bestellt. Und wenn du miterleben möchtest, wie das Ganze abläuft, lass auf jeden Fall ein Abo da, werd jetzt Patient. Und du wirst erfahren, wie es im November sein wird, wenn man Stadia spielt. Du hast einen 3-monatigen Zugang. Du kriegst, wenn du das Ganze kaufst, ich glaube um die 120 € kostet das Ganze. Ich verlinke euch nochmal in der Beschreibung den Link und die ganzen Infos. Da ist ein Controller dabei, der normalerweise 69 € kostet. Eine Limited Edition Controller. So ein blauer. Dann Chromecaster Pro, der normalerweise auf 65 € kostet, ist da mit dabei. Du bist einer der Ersten und kannst deinen Gamertag, deinen Namen komplett wählen. Und wie gesagt, so einen Pass deinem Freund zur Verfügung stellen. Dann kann er mit dir 3 Monate spielen.
Und du kriegst das komplette Destiny-Paket auch dazu. Die ja zwar anscheinend nicht für immer, aber für diese gewisse Zeit, wie lange es halt zur Verfügung steht. Das waren die wichtigsten Infos. Schreib mir deine persönliche Meinung. Wirst du jetzt deine Xbox, deine PlayStation 4, deine Nintendo Switch aus dem Fenster werfen? Wirst du komplett sagen, ja endlich, hardwarefrei, nur noch Google Stadia? Oder denkst du, dass Google Stadia gar keine Chance haben wird, dass die Konkurrenz momentan einfach zu groß sein wird und Stadia ohne Exklusivtitel gar keine Chance haben wird? Wie ist da deine Meinung dazu? Ich werde mir die Kommentare durchlesen, ich werde auf den einen oder anderen Kommentar auch antworten. Wenn euch die Folge gefallen hat, Daumen nach oben und wir sehen uns in der nächsten Folge. Euer Doc.